Cyberrisiken wurden zu Beginn des Jahres von den auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vertretenen CEOs als Nummer eins der globalen Bedrohungen eingestuft. Zu diesem Spitzenplatz haben sowohl die wirtschaftliche Transformation durch die Digitalisierung als auch die geopolitischen Auseinandersetzungen beigetragen. Kai Figge ist Mitgründer und Vorstand der G-Data Cyber Defense AG, einem national und international bedeutenden Unternehmen im Bereich der Abwehr von Cyberattacken. Mit ihm habe ich über Arten und mögliche Schäden, präventive und akute Notfallmaßnahmen bei Angriffen aus dem Netz gesprochen. Figge beklagt den teilweise erschreckend schlechten Vorbereitungsstand in den deutschen Unternehmen. Was wir oft sehen, ist, dass einfach schon bei dem Thema vorbereitet sein, also Readiness, liegt bei vielen Problemen. Fast die Hälfte der Unternehmen haben immer noch keinen Notfallplan und stehen im Falle eines Cybervorfalls eigentlich komplett hilflos da. Und das ist sehr unglücklich, denn dabei verlieren sie kostbare Zeit. Es muss nicht sein. Incident Readiness ist hier das Stichwort. Die Frage ist am Ende nicht, ob man angegriffen wird, sondern nur noch wann. Und, das ist insgesamt so wie in Krankenhäusern, aber auch in Behörden, in Unternehmen. Die IT-Security ist chronisch unterfinanziert und, tatsächlich größere Risiken lassen sich auch nur mit entsprechendem Aufwand reduzieren. Das BSI empfiehlt, derzeit 20% der IT-Ausgaben für IT-Sicherheit zu budgetieren, aber in der Praxis liegen die Unternehmen meist weit darunter. Ja, lieber Herr Figge, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse und ein Schwerpunkt dabei ganz klar, das ist die Digitalisierung. Das mag auch einer der Gründe dafür sein, dass das Thema Cybersecurity immer stärker in den Vordergrund rückt. Über Cyberrisiken und deren Bekämpfung möchte ich von daher heute mit Ihnen sprechen, denn das von Ihnen 1985 gegründete Unternehmen G-Data hat den Claim Cyber Defense. Bei der jüngsten Umfrage der Weltwirtschaftsforum in Davos unter CEOs lagen Cyberrisiken auf Platz 1 der globalen Bedrohungen. Haben neben der Digitalisierung auch die Kriege und die geopolitischen Auseinandersetzungen zu deutlich mehr Cyberrisiken geführt? Ja, wenn man sich die Entwicklung über die letzten 10 Jahre ansieht, dann hat die Bedrohung durch Cyberrisiken ist von Platz 15 im Jahr 2014 auf Platz 1 gestiegen, hat sich also rasant entwickelt. Und die Basis dafür ist ja das Risikobarometer, das sogenannte, das die Allianz jährlich ermitteln lässt. Und wir sehen jetzt schon zum dritten Jahr in Folge, dass Cyberrisiken als die größte Bedrohung empfunden werden. Und das ist ein sehr starker Trend mit verschiedenen Treibern. Ich denke, der wichtigste ist sicherlich der ökonomische. Mit Cybercrime wird Geld verdient, viel Geld. Das sind Kriminelle, vor allen Dingen wird mit Ransomware Geld verdient. Das waren 2021 ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Aber auch geopolitische Auseinandersetzungen führen natürlich zu Risiken. Da geht es gerade um Cyberangriffe in den Bereich der kritischen Infrastruktur, wie wir es zum Beispiel in der Ukraine gesehen haben, wo 2015 russische Hacker Teile des Stromnetzes abgestaltet und lahmgelegt haben. Und im weiteren Sinne wird natürlich auch der Cyberraum benutzt, um mit Hilfe von Informationen beispielsweise Wahlen zu beeinflussen, wie wir es im Fall von Cambridge Analytica gesehen haben, wo es ja gelungen ist, 85 Millionen Facebook-Profile auszuwerten und damit ganz gezielt Meinungen zu beeinflussen. Und wenn wir im engeren Sinne von Cyberrisiken reden, dann ist es so, dass geopolitische Auseinandersetzungen in der Tat zu mehr Cyberrisiken führen. Das hat ja nicht erst der Angriff auf die Ukraine gezeigt. Das liegt einfach daran, dass der Cyberraum da ist und weil er Angriffsmöglichkeiten bietet. Und das Ganze läuft permanent und schon sehr lange und letztlich kommen ja nur sehr wenige Fälle ans Licht der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel der spektakuläre, fast skurril anmutende Angriff auf Nordkorea. Das ist von Nordkorea auf Sony Pictures im Jahr 2014, um den Filmstart einer Satire über Nordkorea und den Diktator Kim zu verhindern, was übrigens auch gelang. Oder aber, was natürlich auch so 'n gewissermaßen Meilenstein der Malware war der beeindruckende Angriff, namens Stuxnet, wie die Malware genannt wurde, mit dem 2009 es gelang, das iranische Atomprogramm vorübergehend zu stoppen, indem man die Steuerung von Zentrifugen zur Anreicherung von Uran, von der Malware übernommen hat und so ungefähr 1.000 Zentrifugen tatsächlich durch extreme materialverschleißende Ansteuerung
physikalisch zerstören konnte. Mhm. Und das Militär hat weltweit die Vorteile von Cyberangriffen längst erkannt. Da ist die Rede von, Cyberangriffe sind effective, affordable, deniable. Effective, klar, wirkungsvoll. Man kann beispielsweise Stromversorgung lahmlegen. Affordable ist natürlich ein wichtiger Faktor verglichen mit Waffen, die konventionellen Waffen sind Cyberangriffe sehr günstig. Also, wir haben es jetzt im Ukraine-Kontext gesehen, so ein Marschflugkörper Taurus kostet 1 Million. So ein Iris-T-System kostet mal 150 Millionen. Dafür können Sie natürlich viele fähige Hacker arbeiten lassen. Ja. Und schließlich der dritte Punkt, Deniable, ist auch natürlich interessant. 'Ne Rakete, da kann man schon nachweisen, von wo die kommt. Aber bei Cyberangriffen ist es auch, wenn es immer wieder ähm, Hinweise auf die Herkunft von Angriffen gibt es letztlich keine Beweise. Das heißt, der Angreifer kann seine Täterschaft abstreiten. Würden Sie denn sagen, dass auch die Tendenz zum Homeoffice, Cyberrisiken verschärft hat? Ja, definitiv. Homeoffice bedeutet ja meist zusätzliche technische Lösungen und damit entstehen halt auch zusätzliche Einfallstore für Hacker. Und seit Corona beobachten wir auch zunehmende Wellen von immer ausgefeilteren, professioneller gemachteren Phishing-Mails. Und dazu kommt auch noch alles, was smart ist und im WLAN hängt, kann auch gehackt werden. Ob das jetzt ein Babyphone ist, die Kamera, der Kühlschrank oder ganz aktuell der Fall von ein paar Tagen sind 3 Millionen elektrische Zahnbürsten dazu benutzt werden, um 'n DDoS-Angriff durchzuführen, indem man die zum Teil eines Botnets gemacht hat. Ja, also da, wo das Homeoffice nicht richtig abgesichert ist, wird der erfolgreiche Angriff für Hacker vergleichsweise leicht. Und dabei helfen im Homeoffice erstmal ganz grundlegende Maßnahmen schon weiter, wie ein VPN, Zweifach oder Multifaktor, Authentifizierung, Passworthygiene, Updates. Das hilft schon. Aber zu den, Gegenmaßnahmen kommen wir vielleicht gleich noch. Vielleicht Mhm. noch mal, Sie haben es in dem ersten Statement schon so ein bisschen gesagt. Was sind grundsätzliche Arten von Cyberrisiken? Gibt es da so verschiedene Klassen? Ja, grundsätzlich Arten von Cyberrisiken gibt es natürlich schon. Ich denke, es sind aber vor allen Dingen im Unternehmenskontext sind es vor allen Dingen derzeit Angriffe, die dann letztlich mit Ransomware enden. Und das ist aber nur der Endpunkt der Auswertung eines Cyberangriffs. Der Cyberangriff beginnt ja viel eher und letztlich geht's dabei nicht nur darum, das Unternehmen zu erpressen, sondern auch mit den Daten etwas anzufangen. Also, viele der Daten, die bei Cyberangriffen gewonnen werden, können Sie im Darknet finden und letztlich dort auch kaufen. Die Kriminellen, sind das die Hauptangreifer oder sind es im weitesten Sinne politische, terroristische Institutionen? Also, ich denke, im Unternehmenskontext sind es vor allen Dingen Kriminelle und die sind getrieben von der ökonomischen Absicht natürlich. Im politischen Umfeld sieht es ein bisschen anders aus. Da geht es dann tatsächlich mehr in Richtung kritische Infrastruktur. Und ich glaube, das, was wir da bisher gesehen haben, an Staatsakteuren, wie wir sie nennen, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs und sind eigentlich, würde ich sagen, Proof of Concept, Geschichten, wo man mal guckt, wie weit kommt man, was kann man machen. Ich glaube, da ist viel mehr möglich, als wir bisher gesehen haben. Und eins der Beispiele nannten Sie ja eben schon, wenn man mal versucht, ein Gesamtbild zu zeichnen, was sind die ökonomischen Schäden durch Cyberattacken insgesamt? Ja, die Bitkom hat 'ne interessante Zahl ermittelt. Die machen das alle 2 Jahre. Die letzte ist von 2022. Ich denke mal, dieses Jahr müsste 'ne neue kommen und 2022 waren das 208 Milliarden Euro. Das war damals die Hälfte des Bundeshaushaltes, der ist inzwischen 'n bisschen höher. Ist natürlich 'ne Menge. Und dann gibt's als zweite interessante Zahl das BKA-Lagebild und das weist für 2022 137.000 Fälle von Cybercrime auf. Das sind pro Kalendertag 350 Fälle in Deutschland. Und ich fand es interessant auf dem letzten Chaos Computer Kongress, da hat das jemand auf 'n Punkt gebracht, dass er sehr erstaunlich ist. Denn das geschieht ja, diese Fälle, bis auf ein paar wenige prominente Fälle, die Schlagzeilen machen, weitgehend unbeobachtet. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, die haben das Bild gemacht, was wäre hier los, wenn das nicht im Cyberraum geschehen würde, wenn es sichtbar wäre? Wenn jetzt 'ne Bande da wäre, die jeden Tag in Deutschland irgendwo 350 Mal irgendwelche Büros eindringt, Aktenordner mitnimmt, Computer verschlüsselt, Festplatten mitnehmen. Das ist ja das, was eigentlich passiert, aber durch die Art, wie es passiert, erfährt es halt nicht die Aufmerksamkeit, die eigentlich der Sache angemessen wäre.
Ja, und ich glaube, die Unternehmen haben noch mehr Angst vor Reputationsschäden. Also, wenn jemand körperlich einbricht, das ist natürlich auch unangenehm. Aber wenn in der Zeitung steht, geht in öffentlichen Verwaltungen ja auch so, da ist jemand eingedrungen, dann hat das noch mehr Ogu offenbar. Absolut, das ist so. Und das ist auch der Hintergrund, warum nicht jeder erfolgreiche Angriff gemeldet wird. Es gibt ja nur wenige echte Meldepflichten. Das sind für die Unternehmen der kritischen Infrastruktur Kritis-Unternehmen. Ansonsten ist es, wie Sie sagen, die Sorge vor Reputationsschäden lässt viele Unternehmen vor der freiwilligen Meldung zurückschrecken. Denn bei Ransomware-Angriffen geht es von Natur aus um personenbezogene sensible Kundendaten und das Eingeständnis von Sicherheits oder Datenlücken gegenüber Strafverfolgungsbehörden oder auch vor allen Dingen auch der Öffentlichkeit wird als geschäftsschädigend empfunden. Da werden auch Zivilklagen befürchtet. Also, da muss man damit rechnen, dass es in der Tat eine Dunkelziffer gibt, aber die ist kaum einzuschätzen. Mhm. Welche Unternehmen in Deutschland sind denn am stärksten betroffen? Gibt es Schwerpunkte nach Branchen oder Größenklassen? Ja, also tendenziell kann man sagen, dass größere Unternehmen besser abgesichert sind. Die haben einfach höhere Mauern, mehr investiert, größere IT-Security-Budgets. Und eigentlich ist es auch so, dass Ransomware-Banden mit so einer Art Schrotgewehr operieren. Und wer eine solide Mauer hat, da prallt der Schrot ab und da, wo die Bande reinkommt, war die Lücke. Und statistisch gesehen sind einfach die kleineren Unternehmen schlechter abgesichert. Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist ein zunehmender Schwerpunkt der Angriffe bei Krankenhäusern und bei Behörden. Und der BKA-Präsident Münch hatte schon Mitte letzten Jahres im Juli 23 gewarnt vor einer Zunahme von Cyberangriffen genau da auf Verwaltung und im Gesundheitswesen. Und der Trend hat sich im zweiten Halbjahr noch mal verstärkt. Und das liegt daran, dass die meisten Kliniken einen enormen Investitionsstau in der IT haben. Die IT-Sicherheit wird leider besonders oft vernachlässigt. Die Cyberangreifer attackieren deshalb vor allen Dingen natürlich vermehrt Kliniken, weil sie vergleichsweise leicht angreifen können und in der Klinik der Druck hoch ist, schnell wieder normal arbeiten zu können und dann auch die Chance, Lösegeld zu bekommen, groß, vor allen Dingen, wenn man keine brauchbaren Backups hat. Mhm. Aber wir sehen das weltweit, dass diese Angriffe schon bedrohliche Ausmaße annehmen. Und was auch interessant ist, was man wissen muss, gerade zum Thema Gesundheitswesen und Gesundheitsdaten. Gesundheitsdaten sind die wertvollsten Daten, die Sie bekommen können. Kreditkartendaten bekommen Sie im Darknet für wenige Dollar. Patientendaten sind am teuersten und die werden für 500 bis 1.000 $ pro Datensatz tatsächlich gehandelt. Und das liegt daran, dass Gesundheitsdaten sehr intime Informationen beinhalten können und die Auswirkungen, die solche Informationen über den Gesundheitszustand eines Menschen haben, können enorm sein. Ähm, Das sind Auswirkungen auf den sozialen Status, auch auf die Partnerwahl, Aufstiegschancen, auf die Psyche, im Grunde genommen auf das ganze Leben. Das ist einfach so, Gesundheitsdaten wie chronische Krankheiten bleiben über Jahrzehnte erhalten, Informationen über ein Genom das ganze Leben lang. Und wir haben Ende 23 auch 'n Fall gehabt, das Unternehmen, 23andMe ist ein Unternehmen, das Gene ihrer Kunden sequenziert und das haben etwa 7 Millionen Menschen machen lassen und die wurden gehackt. Und diese 7 Millionen Daten, die können Sie jetzt im Darknet kaufen. Das ist natürlich fatal, weil da ist eine Menge an Informationen drin. Mhm. Und wenn man es jetzt über den Gesundheitssektor, das fand ich sehr interessant, noch mal 'n bisschen allgemeiner sieht, auch wenn das pauschal schwer zu sagen ist, aber wie sind Ihres Erachtens die deutschen Unternehmen auf Cyberrisiken vorbereitet? Ähm, Leider teilweise erschreckend schlecht. Es gibt aber positive Gegenbeispiele, die sind allerdings die Ausnahme. Und was wir oft sehen, ist dass einfach schon bei dem Thema vorbereitet sein, also Readiness, liegt bei vielen Problemen. Fast die Hälfte der Unternehmen haben immer noch keinen Notfallplan und stehen im Falle eines Cybervorfalls eigentlich komplett hilflos da. Und das ist sehr unglücklich, denn dabei verlieren sie kostbare Zeit. Es muss nicht sein. Incident Readiness ist hier das Stichwort. Die Frage ist am Ende nicht, ob man angegriffen wird, sondern nur noch wann. Und das ist insgesamt so wie in Krankenhäusern, aber auch in Behörden, in Unternehmen. Die IT-Security ist chronisch unterfinanziert und tatsächlich größere Risiken lassen sich auch nur mit entsprechendem Aufwand reduzieren. Das BSI empfiehlt derzeit 20% der IT-Ausgaben für IT-Sicherheit zu budgetieren.
Aber in der Praxis liegen die Unternehmen meist weit darunter. Im einstelligen Prozentbereich nehme ich mal an. Das Im Schnitt, ja. Eher ja, so im ja. Schnitt, ja. Mhm. Ist das auch 'n unternehmenskulturelles Problem, der Umgang mit dem Thema? Ja, definitiv. Achtsamkeit entsteht oft erst, wenn ein Schaden eingetreten ist. Wir sagen dazu Lernen durch Schmerz. D Dauerhaft Aufmerksamkeit zu schaffen und, das Thema in der Unternehmenskultur zu etablieren, ist auch keine leichte Aufgabe. Das muss man tatsächlich sagen und, man muss das langfristig angehen. Regelmäßige, Security Awareness Schulungen und auch Phishing-Simulationen sind eine gute Grundlage. Und wenn die interne Unternehmenskommunikation das Thema mitträgt, ist schon viel gewonnen. Aber es ist eben nicht damit getan, einmal 'nen Awareness-Training zu machen und für das Compliance-Häkchen vielleicht denn das Thema lebt. Die Angriffe verändern sich und das ist eben nicht wie bei 'nem Führerschein, den Sie einmal machen und dann jahrzehntelang Auto fahren können. Ob man's gut macht, ist 'ne zweite Frage, aber zumindest besteht die Erlaubnis dafür. Kann Ihr Unternehmen, was kann G-Data anderen Unternehmen anbieten im Präventionsbereich? Was sind die wichtigsten Ansatzpunkte? Also, wir bieten inzwischen einen, ganzheitlichen Ansatz zum Schutz vor Cyberrisiken. Das Thema hat sich ja auch sehr stark verändert. Also, es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht mehr reicht, nur eine Software zu installieren. Vor 20 Jahren haben wir auch Unternehmen empfohlen: „Installier dir 'ne Antivirus im Unternehmenskontext, das ist 'ne Endpoint Protection.“ Das wird installiert und dann ist man ausreichend geschützt. Das war vor 20 Jahren, aber inzwischen ist das Risikofeld einfach viel größer geworden und man muss Cybersecurity als Unternehmer, als Prozess verstehen. Und der ist nicht irgendwann abgeschlossen, sondern an dem muss man permanent arbeiten. Dazu gibt es, das sogenannte Cyber Security Wheel, auch, ja, wir nennen es auch Cyber Security Donut, so ein bisschen flapsig. Und da sind die Quadranten drin: Prevent, Detect, Respond und, Predict. Prevent, das ist also Pre-Compromise, vor der Kompromittierung eines Netzwerkes. Und das ist der Schutz, um die Kompromittierung zu verhindern. Und dazu gehört ein klassisches Antivirus, Endpoint Protection, aber auch Security Awareness Training. Und wenn wir dann in den Detect und Response-Bereich gehen, sind wir im Bereich Post-Compromise. Die Systeme sind also schon kompromittiert. Hier hilft dann jetzt eine Angriffserkennung wie 'n, Managed Endpoint Detection and Response, MEDR, dass ein Angriff schon auch dann erkennen kann, wenn die schon erfolgt sind, wenn die Angreifer also schon im System sind. Und mit dem im Response-Quadranten sind wir dann im Bereich der Maßnahmen, die nach einem Cybervorfall erfolgen müssen. Klassischerweise 'n Incident Response Team, auch Incident Readiness fällt in den Bereich. Da geht's also um das sogenannte Business Continuity Management, also das Bestreben, den Kernbetrieb aufrechterhalten zu können. Mhm. Und, abschließend der Bereich Predict soll Sicherheitslücken aufdecken, bevor der Angreifer sie ausnutzen kann. Das ist ganz klassisch der Penetrationstest oder darüber hinausgehend auch das Red Teaming, wo so ein bisschen das weitere Umfeld auch beleuchtet wird, wo man Sicherheitslücken in Unternehmen finden kann. Ganz klassisch, macht man heute nicht mehr. Früher haben wir auch, 'n USB-Stick auf dem Parkplatz verteilt. Mal gucken, wer den reinsteckt. Die Wahrscheinlichkeit steigt dramatisch, wenn da draufsteht: „Vertrauliche Gehaltsdaten 2023.“ Also, solche Sachen oder jemand kommt im Handwerkeranzug rein mit 'ner Leiter und versucht, ins Unternehmen selbst einzudringen, um da 'n Kopierer oder so was zu machen. Das sind so Themen des Red Teamings. Wenn die Prävention nicht erfolgreich war, also da ist jetzt schon jemand sozusagen eingedrungen in die Unternehmung. Erste Frage, haben Sie sowas wie 'ne schnelle Eingreiftruppe, dass ein Unternehmen sagen kann: „Ich brauche jetzt eure Hilfe“, und dann kommen die zu ihm? Genau. Dafür gibt's das, sogenannte CSIR, das ist das Computer Security Incident Response Team, also die ganz klassisch die Fachleute für Incident Response, Vorfallbewältigung. Und, ja, der Vorfall selbst, also wenn die Menschen vor den verschlüsselten Computern sitzen und die Erpressermeldung kommt, das ist eine Ausnahmesituation im Unternehmen und das muss gemanagt werden. Und zwar nicht nur technisch, sondern auch menschlich, psychologisch. Das ist aber eine Schockerfahrung für die Menschen, die betroffen sind. Und dann bedeutet, Incident Response oder Incident Readiness natürlich Zeit gewinnen. Wie gesagt, 'n Notfallplan hilft dabei. Da kann man sehr viel Zeit sparen. Und dann geht es natürlich darum, die Systeme möglichst schnell zu säubern und wieder einsatzfähig zu machen. Und je nachdem auch kommt dazu oder gehört dazu digitale Forensik, bei der die Malware und die Umstände des Vorfalls untersucht werden. Da sind dann in der Regel auch, Strafverfolger vom LKA
auch mit dabei bei so einem Incident, je nach Größe des Falls. So eine Bewältigung, wie muss ich mir die vorstellen? Also, kann man Teile des Systems dann in den Unternehmen, einkapseln und sagen oder einfrieren und sagen: „Das legen wir erst mal still und versucht dann mit anderen Teilen noch zu arbeiten“, oder wie geht so was? Ja, das wird versucht auf jeden Fall. Wenn das möglich ist, tut man das. Das sind auch grundsätzliche Maßnahmen, die teilweise schon vorher erfolgen können, wenn man ein gutes, ähm, Response-System hat. Aber prinzipiell ist es so, wie Sie sagen, man versucht, Systeme zu kapseln. Das ist auch eine Frage, wie man vorbereitet ist. Also, wenn die Systeme ordentlich segmentiert sind und nicht jeder überall Zugriff hat, kann man natürlich viel besser handeln und ist viel handlungsfähiger in dem Fall. Aber, ansonsten passiert genau das, wie Sie sagen. Man versucht, die wichtigsten Systeme für den Geschäftsbetrieb möglichst schnell wieder ans Laufen zu bringen. Und dann die nachgelagerten Prozesse kommen dann danach. Wird eigentlich über den Preis ihrer Dienstleistung verhandelt oder sind die Unternehmen dann so betroffen, dass die sozusagen alles akzeptieren, was sie aufrufen? Also, natürlich gibt es Preisverhandlungen bei allen Produkten, aber am wenigsten in der Tat bei Incident Response. Wenn 'n Notfall vorliegt, ist es einfach so, dass also, wir haben inzwischen 3 Incident Response Teams, aber wenn die alle 3 im Einsatz sind wir quasi dicht, dann geben wir den Fall weiter an befreundetes Unternehmen. Aber, weil es halt so begrenzt ist, können wir da auch kaum Zugeständnisse im Preis machen, weil es halt 'ne sehr stark nachgefragte Dienstleistung ist, die auch jetzt aus Unternehmenssicht auch so gar nicht skalierbar ist, weil sie brauchen diese Teams. Wir können das 'n 4., 5. aufbauen, je nachdem, wie die Nachfrage da ist. Aber da ist auch wenig Spielraum aus unserer Sicht. Wir müssen auch sehen, dass grade diese Menschen, diese Instant Responder sind extrem gesuchte Fachleute und, Sie können jetzt nicht rechnen, die Arbeitstage eines Incident Responders sind Einsatztage, sondern die Hälfte seiner Zeit verbringt er mit Fortbildung auf Kongressen irgendwo und, das sind alles Dinge, die in die Kalkulation mit einfließen müssen. Insofern ist das der Teil tatsächlich unseres Geschäfts, der am wenigsten verhandelbar ist. Und in der Tat, die Unternehmen sind einfach auch froh, wenn sie jemanden gefunden haben, der es schnell machen kann und der hilft. Und dann ist da wenig Verhandlung. Mhm. Wie ist denn G-Data selbst organisiert? Sie haben ja verschiedene Geschäftsfelder, auch das Privatkundengeschäft gehört ja noch dazu, über das wir noch nicht gesprochen haben. Und wie verteilen sich Ihre Mitarbeitenden? Wir sind, derzeit ungefähr 550 Mitarbeiter. Die meisten davon arbeiten in Bochum und die Hälfte des Teams sind tatsächlich Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung. Das ist also eine sehr hohe Quote für ein Unternehmen. Ist aber auch ein Ausweis unseres doch sehr umfassenden Technologiestacks, den Sie in Deutschland so auch kaum finden woanders. Und, die grundlegende Technologie bieten wir auch für Privatkunden an, wobei die meisten dieser Kunden sind eher so Kleingewerbetreibende, Freiberufler, und die schätzen den 24/7 Service, also dass die jederzeit anrufen können und auch die Technologie aus Deutschland. Aber wir sehen dennoch im Desktop-Bereich, dass viele Kunden inzwischen das, was Windows mit ausliefert, also den Defender, äh, dass denen das ausreicht, was ja auch in Medien transportiert wird, dass man eigentlich nicht viel mehr braucht. Aber auf der anderen Seite ist die Nachfrage aus dem Businessbereich, also Unternehmen, Behörden, Universitäten, sehr groß. Und um diese starke Nachfrage überhaupt befriedigen zu können, arbeitet inzwischen der größte Teil unseres Teams im B2B-Bereich. Das lässt sich aber, was die Kopfzahlen angeht, schwer in Zahlen fassen, weil der größte Teil unseres R&D-Teams, mit agilen Methoden arbeitet, also projektübergreifend und, das Controlling hat damit so seine Probleme. Das natürlich. Die Zuordnung Ja, hinzubekommen. genau. Ja, ja, ja. G-Data hat 1987, wenn ich's richtig gelesen habe, die erste Antivirensoftware weltweit sogar erarbeitet. Wie kam es denn eigentlich dazu und wann erfolgte dann die Fokussierung auf Cybersecurity? Ja, das war tatsächlich 1987, 2 Jahre nach der Gründung. Wir hatten verschiedene Tools, die wir gemacht haben, Andreas Lüning, mein Partner und ich. Und 1987 begab es sich dann, dass er an seinem Computer seltsame Phänomene feststellte. Als Programmierer ist der dem natürlich nachgegangen und hat festgestellt: „Ups, ich habe da 'n Virus auf meinem Computer." Und, hat dann weitergeforscht und hat festgestellt, seine gesamten Disketten waren verseucht, und zwar sogar von 2 verschiedenen Viren damals schon. Und, er hat dann 'ne Software entwickelt, die diese Viren findet und auch entfernt, damit er seine Disketten, sauber machen konnte quasi. Ich habe gesagt, das ist bestimmt 'n Thema, das für ganz viele,
Menschen interessant ist und wir dieses Problem haben. Und dann haben wir das erste, damals Antivirenkit genannte Produkt für Atari ST auf den Markt gebracht. Und, ja, dann haben wir uns also unternehmerisch würde ich so im Nachhinein sagen, so in den 90er, Anfang der 2000er Jahre so ein bisschen verzettelt. Wir hatten sehr viele unterschiedliche Produkte, teilweise auch Lizenzprodukte. Also ein Beispiel ist, Powerroute, ein Routenplaner. Bevor es GPS-Systeme in Autos gab, haben Leute ihre Route am Computer geplant, ausgedruckt und mitgenommen. Von dieser Powerroute haben wir tatsächlich, ich glaube, über 1 Million Stück verkauft, also sehr erfolgreich. Wir haben auch viele andere Produkte wie Spracherkennung, Foto, Videosoftware. 2004 weiß ich noch, auf der CeBIT hatten 'n ganzen Bauchladen von über 2 Dutzend unterschiedlichen Produkten. Und dann sind wir aber nach so sehr langer, strategischer Diskussion 2006 dazu gekommen, dass wir uns entschieden haben, uns quasi zu refokussieren und seitdem beschäftigen wir uns ausschließlich mit IT-Sicherheit. Mhm. Wir waren ja mit Davos eingestiegen und, ebenfalls in Davos wurde ja auch die Gefahr beschworen, dass, Europa in Beziehung auf digitale Plattformen, aber auch KI eine quasi Kolonie der USA und auch Chinas werden könnte. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, ich sehe das ganz nüchtern. Wir haben in Europa kein eigenes Betriebssystem, nicht auf unseren Computern, nicht auf unseren Handys. Und alle für uns in Europa relevanten Betriebssysteme und auch alle Plattformen kommen aus den USA. Was das angeht, glaube ich, das Bild der digitalen Kolonie ist zutreffend. Wir haben uns in eine komplette Abhängigkeit begeben. Alles ist nur geliehen. Und unsere Computer, unsere Handys rein technisch können die Betreiber dieser Geräte oder der Betriebssysteme und Plattformen jederzeit abschalten, und zwar jedes einzelne Gerät oder auch gruppen- und länderweise. Wir lassen das deshalb zu, weil wir hier offenbar ein enormes Vertrauen haben. Ob das wirklich gerechtfertigt ist, darf nach Snowden sicherlich hinterfragt werden. Aber das Vertrauensproblem, das ist das Problem Chinas. Das Vertrauen in chinesische Produkte ist angekratzt. TikTok, Huawei, das ganze Thema Social Credit System, da ist der Ruf eigentlich schon schwer angeschlagen. Und dann gibt es in dem Spiel noch Taiwan. Die ganze Welt ist abhängig von der Chipfertigung aus Taiwan. Und letztlich muss ich sagen, in Europa haben wir diesen Abhängigkeiten kaum etwas entgegenzusetzen. Das ist in China und Russland, die haben frühzeitig die Bedeutung erkannt und eigene Plattformen etabliert. Das ist in Europa versäumt worden. Und es ist einfach so, für digitale Produkte, Software, sind wir keine Exportnation, wir importieren fast alles. Und ja, daran sehen Sie auch, von dem, was idealerweise unter digitaler Souveränität verstanden wird, sind wir in Europa sehr, sehr weit entfernt, obwohl hier das Wissen vorhanden ist. Mhm. Ist denn der deutschen Politik die Bedeutung der Cyberrisiken und von Cybersecurity ausreichend bewusst? Ja, das auch da bin ich inzwischen über die Jahrzehnte so 'n bisschen abgeklärter. Ich sage mal, wenn man die Politiker an ihren Worten misst, ja, wenn man sie an ihren Taten misst, eher weniger. Ich habe mich so 'n bisschen daran gewöhnt, Sonntagsreden als das zu nehmen, was sie sind, nämlich Sonntagsreden. Ich kann mich gut erinnern, das war 2013 auf dem Höhepunkt der Snowden-Affäre. Man hatte damals grade mitbekommen, das Telefon von Merkel wurde abgehört und das legendäre Eingeständnis: „Ausspähen unter Freunden geht gar nicht." Und dann saß Sigmar Gabriel, damals, Wirtschaftsminister, Vizekanzler, in einer Talkshow und, dann hat er dreimal erklärt, wie massiv nun aufgrund dieser Vorkommnisse die Bundesregierung die deutsche IT-Security-Szene fördern würde. Und ich saß vor dem Fernseher und dachte wirklich: „Jetzt ist es ernst gemeint. Jetzt passiert etwas. Jetzt können wir durchstarten, das Thema noch mal ganz grundsätzlich angehen." Was glauben Sie, was ist passiert? Wahrscheinlich war es 'ne Luftblase. Nichts, Gar gar nichts. nichts, genau. Und ist ja bin ich über die Jahrzehnte bisschen nüchterner in meiner Betrachtung geworden, was die Politiker angeht. Es ist ja auch so, wenn Sie so lange dabei sind, dann sehen Sie Politiker kommen, Politiker gehen. Das ist einfach, auch bedingt dadurch, durch die Wahlperioden. Viele sind nur 4 Jahre da und, na ja, dann ist der Fokus vielleicht auch 'n anderer. Ist in der Bildungspolitik ja ähnlich, erleben wir genauso. Das Ja, bestätigt Sie leider an den Punkt. Gilt ja auch immer als Top-Priorität, aber man erlebt es leider nicht so. Das ist definitiv, das kann ich bestätigen. Grade im Bildungsbereich, auch was Informatik angeht, in den Schulen, das ist ja dramatisch.
Große Player der Tech-Szene sitzen ja eben auch im Silicon Valley oder wenn wir Deutschland nehmen, in München oder Berlin. Gedata sitzt in Bochum. Was spricht für diesen Standort? Haben Sie nie überlegt, ihn zu verändern? Alles spricht für diesen Standort. Das ist der beste Standort, den es gibt für Weil? IT-Security. Bochum ist der IT-Security-Hotspot in Europa und manche sprechen inzwischen von Cyber Valley Ruhr. Wir haben einfach Glück gehabt, muss man sagen, mit dem Horst-Götz-Institut, also das HGI an der Ruhr-Uni ist das größte und renommierteste Institut für IT-Sicherheit in Europa etabliert. Und die wenigsten wissen das ja. Das HGI beherbergt den einzigen deutschen Exzellenzcluster im Bereich der IT-Sicherheit. Und natürlich wird dort IT-Sicherheitsforschung auf höchstem Niveau betrieben und das HGI hat herausragende Wissenschaftler und auch Entrepreneure hervorgebracht. Angesiedelt seit 2019 ist ja das Max-Planck-Institut auch für Sicherheit und Privatsphäre. VW Infotainment entwickelt hier mit 1.000 Mitarbeitern Software für die VW E-Mobilität. Also Bochum und auch darüber hinaus, hier gibt es ein einzigartiges Netzwerk von IT-Security-Unternehmen, das auch seinesgleichen sucht und auch Wissenschaft. Das spricht alles für Bochum und es ist kein Zufall, dass sich hier so viele Unternehmen ansiedeln auch und dass auch die Ansiedlung des Max-Planck-Instituts waren wir quasi so ein bisschen live dabei. Da gab es verschiedene Standorte, die dort zur Wahl standen und letztlich ist die Wahl auch aus gutem Grund auf Bochum gefallen. Vielleicht müssten wir für die breitere Öffentlichkeit daraus auch noch ein bisschen mehr machen, weil Sie sagten es gerade, viele wissen das überhaupt nicht, was sich hier Ja, getan hat. das ist leider ich glaube, in vielen Bereichen noch 'n bisschen das Kernproblem des Ruhrgebiets. Wir verkaufen es immer unter Wert. In der Tat. Welche Meilensteine haben Sie für Gedata jetzt für die Zukunft definiert? Für uns ist wichtig, dass wir unsere Erkenntnisse in den Mittelstand bringen. Also, wir schützen den Mittelstand. Wir sind ja selbst Mittelstand und deswegen glaube ich auch, verstehen wir unsere Kunden auch so gut. Wir haben unsere Mittelstandsdefinition von 100 bis 5.000 Mitarbeitern, wo wir sagen, das sind eigentlich die Unternehmen, wo wir uns gut auskennen, die wir gut schützen können und die wir auch ganzheitlich schützen können. Das heißt also, wir haben ja 2015 angefangen, die verschiedenen Bausteine neben der reinen Endpoint Protection aufzubauen. Und das werden wir weiter betreiben auch, sodass wir den Kunden insgesamt umfassend auch sozusagen holistisch schützen können. Mhm. Jetzt sind Sie ja Finanz und Personalvorstand. Ist nicht so üblich, die Kombination. Aber gerade deshalb frage ich mal, was ist denn der größere Engpassfaktor für Sie? Kapital oder Menschen? Das lässt sich 'n bisschen schwer sagen, weil's ja doch 2 ganz unterschiedliche Bereiche sind, aber beides sind auf jeden Fall Engpässe. Das ist so. Grade Menschen mit so hochspezialisiertem Fachwissen, wie wir es benötigen, sind schwer zu finden. Dabei hilft uns das HGI, wo wir auch schon sehr früh Kontakt hatten und wo wir bis heute eigentlich regelmäßig Studenten des HGIs hier am Campus haben, die hier verschiedene Sachen machen wie Hackerpraktikum, Fluxfingers. Und so kommt man mit den Menschen in Kontakt, mit den jungen Talenten. Aber es ist einfach insgesamt so, dass viel zu wenig ausgebildet werden. Ich sage mal, vom Markt her könnte das HGI locker 10-mal so viele Leute ausbilden und die würden trotzdem alle da würde keiner arbeitslos sein, immer noch nicht, ne? Man Ist man mu man ja. man muss das sehen, wir sind einfach grade was das HGI angeht, das hat sich inzwischen auch nicht in der Bevölkerung, aber im Markt rumgesprochen, dass da hervorragende Köpfe sind und im Wettbewerb um diese Köpfe sind wir nicht nur mit DAX-Unternehmen, sondern inzwischen auch mit Google, Facebook und Co., die Headhunter am HGI haben und dort versuchen, auch ihre Nachwuchskräfte zu gewinnen. Ist Kapital für Sie 'n Thema? Ihre Wachstumsaussichten müssen angesichts der Probleme, über die wir sprachen, ja glänzend sein. Von daher würde man erwarten, dass die Investoren bei Ihnen Schlange stehen. Jein, also das ist in der Tat für uns auch nicht ganz so 'n leichtes Thema. Es ist so, dass die meisten Investoren sind spezialisiert. Es gibt Investoren, die auf Wachstum spezialisiert sind, also Growth Investoren, die investieren in Startups, die möchten möglichst schnell 'n Anstieg des Umsatzes sehen. Und die anderen sind spezialisiert auf Rendite aus einem laufenden Geschäft. Jetzt sind wir bei uns aufgrund unserer Historie vereinigen wir beides. Also, wir haben ein laufendes Geschäft, das hochprofitabel ist und wir haben auf der anderen Seite Wachstumsbereiche, in die wir erst mal investieren und die auch stark wachsen.
Und, dadurch, dass wir beides in einem Unternehmen haben, fallen wir bei vielen Investoren durchs Raster. Kommt also ganz auf, das Unternehmen an, wie einfach der Zugang zu Kapital ist. Für uns ist es jetzt nicht ganz so einfach. Ja, ja. Da würde ich gerne noch 2, 3 persönliche Fragen stellen. Wann kamen Sie eigentlich zum ersten Mal mit der Computerwelt in Kontakt und waren Sie dort dann auch schon sofort fasziniert davon? Das ist wirklich lange her. Das war 1980. Im zarten Alter von 16 lief ich durch den Ruhrpark in Bochum und dort gab es damals das Kaufhaus Quelle. Das selbst noch 'n Kaufhaus und, da sah ich meinen ersten Computer, einen Commodore PET, Personal Electronic Transactor, und der hat mich tatsächlich sofort fasziniert. 'N Tastaturbildschirm, grüne Dims, und hat mich in die Materie reingezogen. Später gab's dann bei uns, Informatikunterricht. Ich war am Gymnasium am Ostring, der Informatikunterricht war am Goethe-Gymnasium, da mussten wir rüberlaufen. Das war 1982 und das war sehr fortschrittlich. Grade wenn ich sehe, welchen geringen Stellenwert Informatik heute nach über 40 Jahren an Schulen hat, dann muss ich einfach sagen, dass da viele Chancen auch verschlafen worden sind. Sie haben selbst andernorts gesagt, dass Sie Ihr Informatikstudium nicht abgeschlossen haben, um sich eben ganz der, Unternehmensgründung und dem Unternehmensaufbau zu widmen. Würden Sie das heute noch einmal so machen? Äh, Meine Mutter hat mich immer wieder gewarnt: „Junge, mach was Solides, was Sicheres, such dir 'n Job bei der Stadt oder bei Siemens.“ Ja, ich habe nicht auf sie gehört. Auf Siemens so viel sicherer wäre, weiß man auch nicht. Das weiß man nicht, das stimmt. Und es war auch tatsächlich keine ganz einfache Entscheidung, weil ich musste sie treffen. Ich konnte unmöglich auf beiden Hochzeiten tanzen, als Studium und Unternehmen. Und ich hatte mir gesagt, wenn's im Unternehmen schief geht, könnte ich immer noch weiter studieren. Insofern passte das damals. Ob das heute noch so passen würde, weiß ich nicht. Die Welt hat sich ja auch geändert und, tatsächlich ist es ja auch so, auch als Start-up-Unternehmer, wenn Sie 'n Investor suchen, haben Sie bessere Chancen, wenn Sie 'n abgeschlossenes Studium haben. Das ist einfach so. Mhm. Und engagieren Sie sich heute weiterhin für Startups? Ja, wir haben hier auf dem Campus Mietflächen für Startups. Haben wir inzwischen, ich glaube, 3 oder 4 kleine Unternehmen, die hier als Start-up anfangen, teilweise im Bereich Security, teilweise im allgemeinen Bereich IT. Und, die Stadt Bochum macht ja sehr viel, die ist ja sehr rührig mit dem, Senkrechtstarter-Programm. Wir machen mit denen gemeinsam hier jährlich den großen, Senkrechtstarter-Event bei uns auf dem Campus. Und ja, das, was die Stadt Bochum da in den letzten Jahren aufgebaut hat, hat mich schon beeindruckt. Also, die Wirtschaftsförderung hat da doch was sehr Gutes auf die Beine gestellt. Und da kommen ja auch immer wieder gute, Start-ups raus und natürlich unterstützen wir das. Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben und fragen uns, welche Eigenschaften oder Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig im Berufsleben zu behaupten? Wie würden Sie das beantworten? Und ich glaube, was wichtig ist, ist, Flexibilität. Man muss einfach offen sein für spannende Seitenthemen, die sich eröffnen, Spezialisierung, ja, aber auch nicht zu früh, und vor allen Dingen die Offenheit für Neues finde ich wichtig. Dann natürlich Resilienz, also wie gehe ich mit Rückschlägen um? Rückschläge kommen ich glaube, in jedem Unternehmen, in jedem Job muss man lernen, damit umzugehen. Und letztlich, beim Berufsleben stellt sich auch die Frage: „Fange ich irgendwo an, wie das, was meine Mutter mir empfohlen hat, oder werde ich Gründer, werde ich Entrepreneur? Ist das Risiko was für mich? Passt das zu meinem Lebensweg, zu meiner Situation?“ Ich meine, wenn ich gerade 'ne Familie gegründet habe, ist es schwer, das muss man einfach sagen. Letztlich würde ich allen empfehlen, offen zu sein für das, was man lernen kann im Unternehmen oder auf dem Lebensweg, was Schule und Uni einem nicht beigebracht haben. Und das ist oft, hat das zu tun mit Menschen, also Psychologie, auch die Reflexion auf die eigene Person und auf die eigene Wirkungskraft also es gibt viele Themen, die man beleuchten sollte. Das sind ja auch so Themen, die man dann im Bereich von agilen Arbeiten dann oft auch mit einbezieht. Das ist sicherlich sehr positiv. Da komme ich schon zur letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist. Es geht immer um die Bitte einer Satzergänzung. Wir haben jetzt ganz viel über Veränderung gesprochen, über Transformation, das Thema unseres Podcasts generell. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie das ergänzen? Also, Transformation ist für mich ein irreführender Begriff. Denn so wie ich die Transformation verstehe, hat die einen Anfang und ein Ende. Den Anfang zu definieren ist ja schwer genug, aber das Entscheidende ist, es gibt kein Ende. Die Transformation ist nämlich permanent, die geht immer weiter.
Ich glaube, das ist wichtig und dann muss man natürlich dabei, wenn man sich das bewusst gemacht hat, die Risiken im Auge behalten. Und grade in unserem Bereich ist es so, dass man sich klar sein muss, alle Informationen, die wir im Internet preisgeben, können benutzt werden, um unser Verhalten zu beeinflussen. Und das geht noch weiter. Das gilt auch für die Vergangenheit. Alle Informationen, die wir schon preisgegeben haben, sind gespeichert, und zwar für immer. Allein die Google Search History, also das, was Sie in den letzten 10 oder wie viele Jahren noch immer Sie schon in Google unterwegs sind, in der Suchwelt eingegeben haben, verrät sehr viel über Sie, oft mehr als enge Freunde wissen. Und, mit diesen gespeicherten Informationen kann man sehr viel machen. Und jetzt kommt die KI dazu und, die KI wird auch immer besser und die Systeme, die auf diese gespeicherten Informationen Zugriff haben, die werden immer besser in der Lage dazu sein, unser Verhalten zu verändern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dafür ein Bewusstsein schaffen. Das ist sehe ich als große Gefahr. Dann, lieber Herr Finger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. In technischer, ökonomisch, politisch, gesellschaftlicher Hinsicht war das für mich sehr aufschlussreich. Und dann darf ich Ihnen persönlich, aber auch für das Unternehmen viel Glück, eine gute Hand beim permanenten Wandel wünschen. Vielen Dank für heute. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Paul, hat Spaß gemacht. Ihnen auch. Alles Gute Ihnen und Ihrem Team. Vielen Dankeschön. Dank.